Hallo und grüß Gott, liebe Zuseher. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung mit dem bekannten Geistheiler, Buchautor und Seelenforscher Sananda. Es geht heute um ein ganz wichtiges und dringendes Thema, und zwar um unsere Tiere. Es ist Sananda ein ganz großes Anliegen, eine wichtige und dringliche Botschaft an die Menschheit zu übermitteln. Sananda, auch an dich natürlich ein herzliches Grüß Gott. Ich denke, ein wichtiges Thema, das wir heute besprechen. Danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich unseren Zuschauern wieder zur Verfügung stellst. Und auch danke, dass du den Weg zu uns auf dich genommen hast. War sehr anstrengend, heute hierher zu kommen. Ja. Wurde die ganze Nacht bestrahlt und bin aufgewacht mit ganz brutalem Brummschädel. Und ich hoffe aber trotzdem, dass wir das heute durchkriegen. Ich werde mein Bestes geben. Bin ich mir sicher, und ich denke, das Thema ist es auf jeden Fall wert, vielleicht dann auch ein bisschen auf die Zähne zu beißen. Deswegen aber mache ich das, hat natürlich schon Verständnis, wenn man etwas angeschlagen ist. Es ist natürlich nicht allzu leicht, dann ein Interview durchzuführen, aber ich glaube, wir schaffen das. Ja. Die Zeit von dir ist ja bekanntlich sehr kurz bemessen, und deswegen nochmals ein herzliches Dankeschön auch von unserer Seite, dass du eben dir die Zeit genommen hast. Sananda hat schon 2 Bestseller geschrieben: Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Schockierende Enthüllungen, erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein 3. Buch erschienen mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm, zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda, www.geistheiler-sananda.net. Sananda, du bist bekanntermaßen ein sehr tierliebender Mensch. Du hast Zeit deines Lebens immer selbst Haustiere gehabt und setzt dich auch aktiv für den Tierschutz ein und spendest auch ganz erhebliche Summen dafür. Du hast in deinem neuen Buch mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht auch ein Kapitel über die Tiere geschrieben. Darin erzählst du von deinen eigenen Haustieren und deinen persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen mit ihnen. Sananda, was treibt dich an, dich so vehement und nachhaltig für die Tiere einzusetzen? Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist das einfach in dir verankert? Deine Familie und du, ihr habt ja wie gesagt auch einige Haustiere. Da würden wir gerne was erfahren darüber. Ja, das ist in mir verankert. Das ist mitunter eine Aufgabe von mir und auch von vielen anderen Menschen, die hier inkarniert sind auf der Erde. Wir haben nämlich von Gott die Aufgabe gekriegt, seine göttlichen Geschöpfe, was die Tiere ja sind, zu schützen. Und wir tragen auch Verantwortung für die Tiere, was die Menschen leider vergessen haben. Und bei mir ist es eben so, dass ja in meinem Buch eigentlich fast nur meine Erfahrungen drinstehen. Die sind sehr weitreichend. Ich bin ja auch ein Empath. Das heißt, ich kann die Gefühle von Tieren spüren, fühlen. Ich kann auch die, was man jetzt als Gedanken bezeichnen würde, kann ich hören, indem ich quasi in Gefühlsform das auf mich nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kühe sehe am Straßenrand auf einer Weide, dann bekomme ich nicht nur die Besetzungen ab von denen, oder ich nehme sie ihnen ab, sagen wir es mal so, sondern ich spüre auch, wie sie sich fühlen. Also ich kann das dann richtig in Worte fassen, was da bei mir ankommt. Und das tut manchmal richtig weh, was ich da für Gefühle kriege von Tieren, die in Gefangenschaft leben hier auf diesem Planeten. Und ich selber war schon
seit ich denken kann, verbunden mit den Tieren. Ich habe als Kind schon Hasen gehabt, Meerschweinchen, Wellensittiche, was man eben so hat. Und ich hatte immer 10, 20 von der Sorte. Das war mir immer ein hohes Anliegen. Und wir hatten auch immer Katzen, oder ich eben. Ich habe die immer irgendwo aufgetrieben. Und einen Hund wollte ich immer haben, aber das hat meine Oma leider nicht erlaubt, weil der würde nur Geld kosten und nichts bringen. Und ich habe halt immer geträumt vom Hund, vom Schäferhund. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich volljährig war, war mir einen Hund zu kaufen. Und ich bin natürlich innerlich verbunden mit den Tieren und meine Partnerin auch. Wir machen in der Freizeit viel für Tiere, also jetzt nicht nur im klassischen Tierschutz, sondern auch mehr in der Fütterung, weil das vergessen die Menschen nämlich, dass die Tiere Hunger haben und einfach nur essen wollen. Auch vor allem die Wildtiere und die Wildvögel, die haben ja fast nichts mehr zum Essen. Und momentan habe ich auch einen Hund, einen American Akita, das ist so die Größe vom Schäferhund. Und dann haben wir 2 Katzen und eine Hamsterdame. Und meine Tochter, die hat noch 3 kleine Chihuahuas. Also wir sind da richtig schön beschäftigt und ich könnte mir jetzt ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Da würde mir was fehlen. Also ist für mich gar nicht vorstellbar, ein Leben ohne Tiere. Und ich sehe es auch so als mitunter eine Aufgabe von mir, mich für die Tiere einzusetzen und ein Sprachrohr zu sein für die Tiere, weil die Tiere, die können sich selber nicht schützen und sich selber nicht wehren. Die sind auf uns Menschen angewiesen und die verlassen sich auf uns und leider wurden sie verraten von den Menschen. Sananda, weltweit werden pro Jahr 150 Milliarden Tiere getötet, geschlachtet und in irgendeiner Form als Nutztier verwertet. Das sind knapp 5000 Tiere pro Sekunde. Die Gier nach Fleisch und Tierprodukten, die scheint immer größer zu werden. Hast du eine Erklärung dafür? Da gibt es natürlich viele Erklärungen dafür. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die Menschen haben sich entfernt vom Göttlichen, von Gott und haben den Bezug zu den Tieren komplett verloren. Das ist mal die eine Geschichte. Das heißt, für die Menschen sind Tiere nur eine Sache, die irgendeine Nutzung unterliegen, irgendeinen Zweck erfüllen sollen. Und dass diese Tiere Gefühle haben, dass die Liebe empfinden können, Schmerz empfinden können, so wie wir Menschen auch. Auf die Idee kommen die Menschen nicht. Und selbst wenn sie es wahrnehmen, ist es ihnen egal, sie ignorieren das. Warum sie sich entfernt haben, gibt es viele Gründe. Zum einen sind es Programmierungen der Eltern. Man lernt schon als Kind, wenn man am Tisch sitzt, da gibt es Fleisch. Früher gab es einmal pro Woche Fleisch, als ich ein Kind war. Und dann war das wie so ein Fest. Heute gibt es wieder Fleisch, meistens am Sonntag. Und das sind Programmierungen, Prägungen, die wir bekommen durch die Eltern, durch Verwandte, durch Feste jeglicher Art. Das Fleischessen ist mehr oder weniger zum Ritual geworden. Und die Gesellschaft programmiert uns natürlich tagtäglich, angefangen über die Werbung. Jetzt kommt ja nur noch Fleischwerbung, wenn man Fernsehen einschaltet. Immer überall nur Fleisch, Fleisch, Fleisch. Man sieht immer nur grillende Menschen. Es wird quasi suggeriert, du bist glücklich, wenn du grillen kannst. Und wenn du Fleisch grillen kannst, dann bist du glücklich. Und dann hast du ein schönes Leben. Dann geht's dir gut, dann bist du was Besonderes. Das ist Luxus. Und du kannst dir das gönnen. Und das hat sich so eingebürgert, eingeprägt. Die jungen Menschen machen sich schon gar keinen Kopf mehr drüber, wenn sie einen Cheeseburger essen oder einen Hamburger, dass da ein Tier dafür sterben musste. Das liegt auch daran, weil die Menschen ganz weit weg sind von der Produktion. Das heißt, die Tiere werden heutzutage in großen Schlachthäusern Massen getötet. Da sind lauter Roboter tätig, also menschliche Roboter, die keine Gefühle mehr haben, die komplett implantiert und gechippt sind, die hoch besetzt sind oder generell Reptos sind. Das heißt, die haben null Gefühle für die Tiere. Im Gegenteil,
die erlabern sich sogar noch, wenn sie die Tiere leiden sehen. Also es gibt richtig perverse Schlachter, denen geht einer ab, wenn sie den Tieren die Kehle aufschneiden können und die zucken noch. Und da leben die da davon, von dieser Energie und sind perverse Menschen. Aber diese Menschen sind jetzt nicht unbedingt die Schuldigen, sondern das sind ja nur die Folterknechte, die ausführenden Organe, die machen ja nur das, was die Menschen da draußen essen wollen. Die erfüllen ja nur den Auftrag der Menschheit, weil würde die Menschheit kein Fleisch mehr essen wollen, hätten die nichts mehr zu töten. Und der Mensch hat sich komplett entfernt vom Tier, sprich von Gott, und hat überhaupt keine Gefühle mehr dafür. Und durch diese Entfernung zur Produktion hat er auch kein Gefühl mehr, woher das Essen kommt. Weil er sieht ja nur noch das Hackfleisch auf dem Tisch oder einen Cheeseburger oder ein leckeres paniertes Schweineschnitzel mit schöner Paprikasauce. Und er sieht ja nicht mehr, dass da ein Schwein gestorben ist, das jämmerlich verendet ist und ein Leben gelassen hat. Das sieht der Mensch nicht mehr. Das heißt, ja, die Gründe sind so vielfältig, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen, warum das so ist. Aber es wird auch geleitet und gelenkt und gewollt so gelenkt. Du schreibst in deinem Buch, dass Fleisch im Verdacht steht, Krebs zu verursachen und dass Milch der größte Allergieüberträger überhaupt sei. Das würde bedeuten, dass die Menschen quasi gezielt in Krankheiten getrieben werden. Und das würde sich dann wieder decken mit deinen anderen Aussagen und Argumenten hinsichtlich der Pharmaindustrie. Wie siehst du das? Ja, das hängt natürlich zusammen. Die Pharmaindustrie, die hat das meiste Geld neben den Banken. Das gehört ja meistens den gleichen Besitzern oder nicht meistens, eigentlich immer. Da stecken ein paar Familien dahinter, denen gehören die ganzen Unternehmungen. Und die Pharmaindustrie lebt natürlich von kranken Menschen und nicht von gesunden Menschen. Ist ja ganz klar. Ja. Das System ist ja auf den Kopf gestellt auf dieser Welt. Und dass Fleisch krank macht, ist mittlerweile bewiesen. Also da gibt es Studien drüber. Menschen kriegen ja auch Blähungen, wenn sie Fleisch essen. Sie kriegen Durchfall, sie kriegen Völlegefühle. Also Fleisch ist im Prinzip keine natürliche Nahrung für uns Menschen. Und Fleisch ist erwiesenermaßen auch mitverantwortlich für Krebserkrankungen. Also nicht alleine, aber auch mit. Also Fleisch ist regelrecht ungesund. Das wird natürlich in der Mainstream-Presse komplett anders dargestellt, genau andersrum. Die verdrehen ja immer alles. Und bei Milch ist es genauso. Also Milch ist der größte Allergenüberträger, den es überhaupt gibt. Also ich habe auch noch vor x Jahren auch noch ab und zu Milch zu mir genommen und habe mich dann, bis ich das gemerkt habe, das ging sehr lange, dass ich immer nach dem Milchtrinken Juckreiz bekommen habe und Ausschlag bekommen habe, Kopfschmerzen bekommen habe, Durchfall bekommen habe. Man braucht eine gewisse Zeit, um das überhaupt in Verbindung zu bringen. Und manche werden das nie erkennen. Also tierische Produkte sind regelrecht ungesund. Und sie sind gegen die Natur für uns Menschen. Die sind nicht als Nahrung für uns vorgesehen. Und es wird uns künstlich aufgedruckt, weil so die Pharmaindustrie natürlich einen Haufen Geld macht. Die machen ja Geld. Und die wollen ja immer noch mehr Geld. Und wir sind da die richtigen Opferlämmer dafür, Versuchskaninchen, die hier diese tierischen Produkte zu sich nehmen, damit wir auch immer schön krank bleiben und immer schön Geld bringen. Sananda, was entgegnest du denn vielen Menschen, die sagen, Tiere sind einfach da, um gegessen zu werden? Sie seien Teil der sogenannten Nahrungskette. Was sagst du diesen Menschen? Sind die Tiere Teil der Nahrungskette für uns Menschen oder welche Aufgabe gibst du ihnen? Ja, definitiv sind sie kein Teil der Nahrungskette, weil der Mensch kein Fleischesser ist. Und Tiere werden nur von den Reptus zur Nahrungskette deklariert. Die Reptus, als die vor Atlantis zu uns gekommen sind, die Reptus, die haben uns das eingebläut, weil sie sind ja Fleischesser.
Und sie haben uns Menschen das eingebläut, dass wir Fleisch essen müssten, dass es gewisse Vorteile hat und so weiter. Und hat uns das als Nahrungskette verkauft. Es gab ja früher immer die Jäger und die Sammler. Und da gibt es natürlich zweierlei Menschheiten hier auf der Erde. Einmal die Jäger und einmal die Sammler. Mhm. Die Jäger sind die Reptos und die Sammler sind die göttlichen Indigowesen. Und die essen kein Fleisch. Und die Tiere sind hier, weil sie geistige Wesen sind. Das heißt, in einem Tierkörper steckt genauso ein geistiges Wesen drin wie in meinem Körper. Mhm. Vielleicht noch nicht ganz so weit entwickelt, aber eben ein Geistwesen. Das hat sich manifestiert in einem tierischen Körper, um hier gewisse Erfahrungen zu machen auf der Erde, um sich zu entwickeln. Genauso wie wir Menschen uns entwickeln. Und sie lernen natürlich auch, das ist auch die andere Seite der Medaille, durch dieses brutale Abschlachten auf der Erde auch die andere Seite kennen in der Materie, nämlich Leid und Schmerz. Mhm. Und das gehört leider auch zur Entwicklung hinzu, dass wir uns hier ausgesucht haben auf der Erde. Und es ist aber auch eine Prüfung, die Gott uns gibt, nämlich wie wir mit den Tieren umgehen. Weil ich habe ja auch nicht dieses Verlangen, Tiere zu töten und abzuschlachten und zu fressen. Das habe ich ja auch nie gehabt. Also bei mir konnte die Programmierung nicht wirken von Eltern, von Verwandten, von der Gesellschaft. Die hat bei mir also nicht gefruchtet, keine Chance. Ich habe das rausgespuckt. Mhm. Und mein Körper nimmt das gar nicht an. Also es hängt natürlich schon ein bisschen mit zusammen, wer du bist, was du isst. Und die Tiere haben hier die Aufgabe, uns Menschen Freude zu bereiten. Deswegen sind die Tiere da. Die Tiere wollen uns alles recht machen. Sie wollen uns gefallen. Und sie wollen, dass wir sie lieben und anerkennen und respektieren. Das ist eigentlich alles, was die Tiere wollen. Herr Sanander, was entgegnest du denn den Menschen, die behaupten, eine Ernährung ohne Fleisch, ohne Tierprodukte führe zu Mangelerscheinungen und die vegane Ernährung, die sei sogar gefährlich? Ja, das ist der Witz des Jahrtausends, weil es ist genau umgekehrt. Wir werden krank durch tierische Produkte und die Gesellschaft, das System, verdreht hier alles. Vielleicht kriegst du das auch mit, wenn du aufmerksam bist, dass immer mehr Täter zum Opfer gemacht werden und Opfer immer mehr zum Täter gemacht werden. Also sie verdrehen alles hier auf der Erde. Es ist fast nicht mehr zu ertragen, was alles verdreht wird. Sie machen aus Freiheitskämpfern Terroristen, aus Geistheilern machen sie Verbrecher und aus der veganen Ernährung machen sie eine Mangelernährung. Mhm. Sie verdrehen komplett, das gesamte Weltbild wird verdreht hier. Sie beten Dämonen an und göttliche inkarnierte Wesen werden bekämpft und niedergemacht. Und genauso ist es mit der Ernährung. Unsere Ernährung des Menschen ist vom Prinzip her vegane Ernährung und nicht Fleischernährung. Mhm. Und durch diese Verdrehung können diese Systemlinge, diese ungebildeten, unwissenden Menschen, die total im Nebel leben, programmieren und die glauben das dann auch noch. Dann bringen sie irgendwelche bezahlten und bestochenen Wissenschaftler, die dem System dienen und das noch bestätigen. Es gibt so viele Studien, dass tierische Ernährung schädlich ist, die werden alle unter den Teppich gekehrt. Natürlich gibt es auch vegane Ernährung, die mangelhaft sein kann. Also es gibt auch da schlechte Ernährung, hat aber nichts mit dem Nicht-Fleischessen zu tun, sondern mit einer schlechten veganen Ernährung. Man muss eben schauen, dass man eine gute vegane Ernährung zu sich nimmt und dann hat man ganz sicher nichts zu befürchten. Ja, die Ausgewogenheit wird es dann machen. Ja. Du hast es schon angesprochen, Sanander. Ist der Mensch, wie es propagiert wird, eigentlich ein Fleischfresser? Viele Menschen haben ja auch noch große Eckzähne, ja. Eine Art Reißzähne. Ja, das stimmt, ja. Und wir kennen ja die Geschichten, wie du schon erwähnt hast, von den Jägern und Sammlern aus der Steinzeit. Und das führt mich jetzt zur Frage, sind die Menschen in Wirklichkeit Raubtiere oder gibt es unterschiedliche Arten von Menschen? Ja, es gibt ja viele
spirituell tätige Menschen, die sagen, wir sind alle gleich, wir sind alle eins. Das sehe ich leider anders, oder was heißt leider, ich sehe das anders. Es gibt definitiv zwei Arten von Menschen. Das ist der Neandertaler und der Homo sapiens. Und die Reptos sind die Neandertaler gewesen. Und die sehen heute alle aus wie wir. Beide, ganz normal. Man kann die nicht mehr unterscheiden körperlich voneinander. Der Körper selber hat noch die Merkmale von früher, vom Raubtier, in Anführungszeichen. Diese Eckzähne kommen ja irgendwo her. Diese Reißzähne kommen ja nicht umsonst, wo die manche Menschen noch haben. Heißt aber nicht unbedingt, dass dann dort ein Repto drinsteckt, sondern der Körper hat eben noch diese Teilenergie in sich und manifestiert die dann durch die Zähne. Es gibt aber auch Reptos in Menschenform, da sieht man gar nichts von Zähnen oder so. Die sehen super toll aus sogar, wenn sie jung sind und bleiben aber trotzdem Reptos. Und die Reptos sind Raubtiere. Das heißt, die reptiloiden Menschen sind definitiv Raubtiere, weiterentwickelte Raubtiere. Also denen macht es Spaß, Blut zu sehen. Manche brauchen sogar das Blut, manche sind richtig süchtig nach Fleisch. Und insofern verstehe ich das ja sogar bei diesen unterentwickelten, degenerierten Menschen, dass sie eben Fleisch essen müssen, weil ihnen das quasi noch im Programm drinsteckt. Aber sie haben selber in der Hand, das Programm zu löschen oder zu transformieren. Und sich zu ändern. Deswegen haben sie die Chance gekriegt, auch als Mensch hier zu sein, um sich eben zu verbessern, um ein besserer Mensch zu werden. Das haben auch diese reptiloiden Menschen haben diese Chance genauso. Sie können sich ändern. Und so gesehen muss ich sagen, es gibt zweierlei Menschen, ja. Okay. Und Sananda, wie sieht es bei den Raubtieren aus? Die fressen ja auch Tiere. Und ist das in Ordnung? Und ist das göttlich so gewollt, dass Tiere fressen? Nein, das ist nicht gewollt von Gott. Gott hat keine Raubtiere erschaffen. Die Tiere waren alle mal unsere Freunde. Es gab eine Zeit, als jeder einen Löwe neben sich liegen gehabt hat oder sonst irgendeinen Raub, den Wolf oder was auch immer. Die heutigen Raubtiere waren alle mal unsere Freunde des Menschen. Und die haben das Vertrauen komplett verloren in die Menschen, weil die Menschen angefangen haben, sie zu jagen und zu töten. Und sie spiegeln im Prinzip das Verhalten der Menschen. Was diese Raubtiere uns zeigen, tagtäglich, ist nichts anderes wie unseren Spiegel. Sie spiegeln diese Abartigkeit, die wir als Natur deklarieren und sagen, das ist eben natürlich und die machen das eben so. Das ist im Prinzip eine Abartigkeit, die uns spiegeln, weil es ist ja grausam. Es ist auch nicht schön, wenn eine Antilope vom Löwen zärtlich gebissen wird und dann gefressen wird, wie es manche darstellen, dass die Antilope sich in solcher Liebe hingibt. Das ist totaler Blödsinn. Die Antilope will genauso leben. Sie opfert sich mehr oder weniger, um uns Menschen zu zeigen, wie dumm das ist, was hier läuft, wie abartig das Ganze ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, sie wollen den Menschen helfen, dass die Menschen erkennen, dass hier was falsch läuft. Und die Menschen erkennen das leider nicht, dass es im Prinzip komplett falsch läuft hier auf der Erde und die Tiere sich mehr oder weniger opfern, um uns aufzuzeigen, wie wir uns nicht verhalten sollen. Damit zusammenhängend vielleicht auch die Frage, sind denn die Tiere alle gleich? Oder gibt es da auch Unterschiede, wie bei den Menschen? Und wie soll man sich zum Beispiel gegenüber den unschöneren Artgenossen dort verhalten, den Schädlingen, Insekten, Zecken, Mücken? Sollen die wirklich auch geschützt werden? Also Insektenschutz brauchen wir, die sind ganz wichtig. Ohne Insekten können wir gar nicht existieren. Insekten sind wichtig für uns. Und es gibt natürlich auch schädliche Insekten, gerade wie Zecken und sonstiges Ungeziefer. Es gibt mehrere Tierarten natürlich. Ich rede jetzt hauptsächlich immer von Säugetieren, wenn ich von Tieren rede. Und eventuell noch von Kaltblütern, aber jetzt weniger von bewusstlosen Schädlingen. Da muss man natürlich schon differenzieren.
Wobei es gibt auch Tiere, Säugetiere, die keine Seele haben. Die gibt's auch. Habe ich in meinem zweiten Buch aufgeführt, welche das sind. Heißt aber nicht, dass die jetzt weniger wert sind. Das würde ja auch bedeuten, dass Menschen ohne Seele weniger wert sind. Das heißt, die Tiere befinden sich einfach noch in der Entwicklung. Die werden irgendwann eine Seele bekommen. Die sind in der Entwicklung hier und die lernen. Und wie verhält man sich jetzt zum Beispiel gegen Schädlinge und so weiter? Ich bekomme ab und zu auch die Frage, darf ich da eine Fliege totschlagen und so? Da muss ich sagen, die Schädlinge lassen uns in der Regel in Ruhe, wenn wir nicht besetzt sind. Die Menschen ziehen durch Besetzungen Schädlinge an, gerade Fliegen, Mücken, Stechmücken, und so ekelhaftes Krabbelgezeugs, was es so gibt, die kommen immer dorthin, wo Menschen besetzt sind oder wo negative Energien sind. Das ist also ein Zeichen, wenn man sich dann ablöst durch meine Verfügungen, wird man feststellen, dass diese Sachen mit der Zeit verschwinden und gar nicht mehr da sind in der Wohnung. Also so war es bei mir zumindest. Und muss ich jetzt eine Fliege totschlagen oder eine Wespe oder kann ich sie auch aus dem Zimmer lotsen? Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich die Schädlinge in ein Glas rein tue, ein Blatt Papier drunter und dann raus befördere auf die Balkon und lasse sie dann irgendwo in Freiheit. Oder wenn eine Wespe da ist, mache ich das Fenster auf und dann geht die irgendwann von alleine raus. Bei vielen Ungeziefern, gerade bei Ameisen und so, reicht schon, wenn ich Gedanken sende. Also ich kann denen quasi in Gedanken drohen, funktioniert bei mir zumindest. Wenn ich denen gedanklich sage, wenn er jetzt nicht sofort verschwindet hier, dann hole ich Gift. Und dann sind die 2 Stunden später aus der Wohnung draußen oder aus dem Garten, aus der Terrasse draußen weg. Das funktioniert, weil wir mit diesen Tieren kommunizieren können. Nur die Menschen wissen das ja nicht. Ich kann mit meinen Gedanken mit allem kommunizieren, mit allem und mit jedem. Und das kommt auch an, bei den Tieren und auch bei den Pflanzen. Da gibt es ja auch dementsprechende schädliche Pflanzen, gibt es ja auch. Es gibt fleischfressende Pflanzen und so weiter. Es gibt Dornenpflanzen, wobei auch Rosen wiederum Dornen haben können. Das ist quasi ein Mischwesen, ein pflanzliches Mischwesen, wo in der Entwicklung noch quasi sich jetzt entwickelt zum nicht mehr schädlichen pflanzlichen Wesen. Aber jetzt bin ich irgendwie rausgekommen. Ja, das passt schon. Also ja. Muss ja nicht genau immer straight gehen. Vielleicht ein bisschen ein Themenwechsel. Du berichtest in deinem 3. Buch von Fällen der Reinkarnation von Hunden von dir. Möchtest du unseren Zuschauern darüber etwas sagen? Ja, da habe ich eine wunderschöne und auch eine ganz traurige Erfahrung gemacht mit Reinkarnation bei meinen Haustieren. Also mein Hamster Bernhard, der kam wieder als Hamsterdame Brunhilde, habe ich in meinem Buch geschildert, wie das funktioniert hat und wie ich geführt wurde von der geistigen Welt, die Brunhilde zu befreien aus der Zoohandlung. Das war eine freudige Überraschung. Jetzt bei meinem Schäferhund Bruno, der letzten Februar, am 21. Februar 2018 gestorben ist in meinen Armen. Das war eine ganz brutale Erfahrung. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so geweint, noch nie solche Schmerzen gespürt und so ein Leid in mir gespürt, dass ich nicht mehr sein wollte. Das war unvorstellbar, was ich da erlebt habe. Dieser Schmerz, den gönne ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Und ich durfte dann live erleben, wie Bruno erst als Geistwesen mir erschienen ist. Also ich habe ihn gesehen, wie ich dich jetzt sehe, in meinem Bett. Er konnte allerdings fliegen. Und er hat mich dann geführt zu seiner nächsten Inkarnation. Hat er mich über eine Astralreise geführt, dass ich wusste, wo er zu finden ist, wieder in einem materiellen neuen Körper, den ich jetzt bei mir habe, den Aslan. Er kam dann als Akita zurück, hat natürlich jetzt eine stärkere Energie wie vorher, eine sichere Energie. Er soll mir auch spiegeln, die Zeit des Kampfes ist jetzt vorbei, weil Bruno, der hat immer gekämpft, der hat auch die Besetzungen gesehen bei Menschen und wollte immer auf alle Menschen los und mich beschützen. Und ist keinem Streit aus dem Weg
Und der Aslan ist genau das Gegenteil. Der ist komplett ruhig, ausgeglichen und zeigt mir jetzt, pass auf, wir bleiben standhaft, wir gehen niemand mehr aus dem Weg und uns kann keiner was. Die können uns alle mal. Der ist richtig erhaben, steht über allem und lässt sich, den können 5 kläffende Hunde gleichzeitig anbellen, das interessiert ihn in feuchten Kehricht. Da guckt er nur noch müde mal rüber, das interessiert ihn gar nicht. Also er symbolisiert mir jetzt eine ganz andere Energie und das ist auch sinnbildlich so gemeint gewesen. Und ich durfte also live die Erfahrung machen, wie er sich quasi in den Körper begeben hat und wie sich die Augen dann von dem Aslan verändert haben. Und wie ich dann in dem Moment, wo er dann drin war, einen Weinkrampf gekriegt habe, das war unbeschreiblich. Da wusste ich, jetzt ist er drin. Und er hat jetzt auch heute immer noch ähnliche Verhaltensweisen wie damals, wo ich ihn immer wieder erkenne, wo ich sage, manchmal verspreche ich mich dann beim Spazierengehen und sage, Bruno, was machst du denn jetzt wieder? Aslan, Entschuldigung, weil er genau das Gleiche macht wie der Bruno damals. Er will mir immer wieder zeigen, du weißt doch, wer ich bin. Und natürlich weiß ich das. Also bei Tieren geht die Reinkarnation schneller und einfacher, wie bei Menschen. Also die können auch in einen jungen Körper rein und komplett das komplette Geistwesen wird ausgetauscht. Also nicht nur die Seele, sondern das komplette Wesen geht rein und raus. Das können die machen, wenn der neu zu besetzende Körper ein Indigo ist, dann geht es. Ansonsten nicht. Und das war auch für mich eine Überraschung und ich habe es ja live miterlebt, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht mal so geglaubt. Ja. Im Prinzip habe ich sowieso das Gefühl, dass mein ganzes Leben so eine Art Vorläufer ist für die Menschen, weil ich alles irgendwie am eigenen Leib erstmal erfahren muss, was ich danach den Menschen erzähle. Weil ich bin jetzt nicht so wie die anderen Spirituellen, die immer nur aus Büchern zitieren oder Weisheiten von sich geben, die sie irgendwo aufgeschnappt haben. 90% von allem, was ich von mir gebe, ist ja mein eigenes Leben, nichts anderes. Und es ist zwar sehr leidvoll manchmal, das Leben von mir und meiner Familie, aber es ist auch sehr abenteuerlich und sehr erbaulich und sehr erkenntnisreich. Ja. Also ich möchte nicht tauschen mit irgendeinem schönen, gemütlichen, dahinziehenden Leben. Sananda, wer bei dir einen Auftrag erteilt, darf unter anderem nach seinem persönlichen Krafttier fragen. Kannst du uns zu den Krafttieren etwas erzählen? Was genau sind Krafttiere? Hat jeder Mensch ein Krafttier? Und kommen diese Krafttiere alleine oder muss man sich die erarbeiten? Also die muss man sich erarbeiten. Gut, dass du das fragst. Der Bruno war ja auch mein Krafttier. Also ich habe ja Krafttiere, den Hund, den Wolf, das ist eigentlich das Gleiche. Man kann sagen Hund oder Wolf und den Tiger und dann habe ich noch ein Eichhörnchen als Krafttier. Und ich werde jeden Morgen im Park begrüßt von einem Eichhörnchen, von einem braunen, also von den positiven. Die grauen Eichhörnchen sind ja die künstlichen. Und der Tiger, den sehe ich astral, wie er mich beschützt. Und Bruno ist ja inkarniert in den Hund Bruno und den heutigen Aslan. Das ist ja quasi mein Wolf als Krafttier, der jetzt momentan quasi in der Materie bei mir ist und mich begleitet. 24 Stunden am Tag ist der Aslan bei mir. Ich kriege ihn nicht von mir weg. Er liegt im Bett neben mir, auf dem Boden natürlich. Und er geht mit mir auf Toilette und er geht mit mir aufs Sofa und fast überall hin. Ja, wie ein treuer Hund. Ja, wie ein Hund eben. Ja, er ist ein sehr treuer Hund und er weicht mir nicht von der Seite. Er ist mein inkarniertes Krafttier und seit er da ist, habe ich zum Beispiel nachts im Schlafzimmer so gut wie immer Ruhe. Also keine Elementalwesen, keine Dämonen, keine Reptiloiden, keine Schieß mich tot, da kommt fast nichts mehr durch, weil er diesen Schutz quasi manifestiert hat. Ich habe darum gebeten, damit ich wieder besser schlafen kann und das wirkt wunderbar. Also die Krafttiere kommen zu den Menschen, die sie verdient haben. Das heißt, ein Mensch muss sich die Krafttiere erarbeiten durch seine hohe Schwingung, durch seine Lauterkeit. Kommen die Krafttiere dann, das heißt, die Tiere suchen sich den Menschen aus, nicht umgekehrt.
Und ein Krafttier, was zum Beispiel ein Reh oder ein Schmetterling, kann genauso viel Energie und Kraft haben wie ein Tiger oder ein Drache. Das hat mit dem nichts zu tun, dass jetzt diese kleineren Krafttiere weniger Energie hätten, um jemanden zu schützen. Im Gegenteil, die stehen eigentlich mehr für ein Symbol. Die muss man symbolisch betrachten. Und die Krafttiere suchen sich die Menschen aus und die Menschen müssen diese Krafttiere dann auch respektieren und müssen ihnen ihre Ehre erweisen, sonst gehen sie wieder. Das heißt, sie müssen mit ihnen in Gedanken reden und auch mal sie loben und ihre Freude zum Ausdruck bringen, dass sie da sind. Und dann freuen die sich und dann werden die diesen Menschen auch beschützen. Als Krafttier. Ja. Das ist so zu verstehen, dass sie einem Kraft geben. Ja, das ist ein Ausdruck Krafttier. Ein Krafttier ist im Prinzip ein Geistwesen, das sich in Tierform ausdrückt. Das ist im Prinzip auch ein lebendiges Geistwesen, das nicht inkarniert ist in der Materie, sondern in der anderen Dimension um dich herum da ist, um dich zu beschützen, um dir beizustehen, um dir eben in Situationen auch eben beizustehen. Und das merkt man natürlich schon. Man ist da schon geschützter und viele astrale Angriffe werden dann von ihnen abgefangen. Das heißt, diese anderen Astralwesen, die negativen, kommen dann nicht mehr so an dich ran. Und man kann sich sein Krafttier nicht backen, nicht wünschen und man kann sich eben, wie schon mal gesagt, man muss es sich erarbeiten, man muss es sich verdienen. Und die können auch mehr werden und auch größer werden, ganz klar. Das hängt dann mit der Schwingung des Menschen zusammen. Vielleicht nochmals zurück zum Fleischessen. Sananda, was passiert eigentlich geistig gesehen beim Verzehr von Fleischprodukten bei uns Menschen? Ja, es ist im Prinzip ein Energieraub, der da stattfindet. Man nimmt einem Lebewesen das Leben, löscht dessen Leben aus. Das ist schon mal nicht göttlich, weil Gott will, dass wir niemanden töten, weder Menschen noch Tiere. Generell will jedes Lebewesen hat das Recht zu leben. Und wir Menschen haben nicht das Recht, das Leben zu nehmen. Also nicht absichtlich und bewusst. Und es passiert in dem Sinn Folgendes, dass wir uns Schuld auf uns laden. Energetisch laden wir in dem Moment quasi negative Energie in unser Karma. Das heißt, diese negative Energie des Todes, die da produziert wird, durch das Schlachten, durch das Essen von Fleisch, essen wir negative Todesenergie. Und je mehr Todesenergie wir zu uns nehmen, desto näher rücken wir dem Tod selber. Also Fleischesser werden in der Regel nicht sehr alt, außer es sind Reptos. Denen macht ja gar nichts was aus. Die können rauchen wie ein Schlot, Fleisch essen ohne Ende, die haben alles Mögliche, die werden trotzdem 85 oder 90. Das ist für mich jetzt auch nicht der Maßstab. Ich rede ja jetzt von den beseelten, göttlichen Menschen, die spreche ich ja an mit meinem Video. Die Reptos werde ich nie überzeugen, dass sie vom Fleisch wegkommen sollen. Die werden mich auslachen, wenn sie das Video sehen und werden sagen, so ein bla bla bla. Ich bleibe bei meinem Fleisch, der hat mir gar nichts zu sagen. Ich spreche ja mit den anderen, die anderen spreche ich an. Und die wissen, wen ich meine. Sie fühlen sich dann angesprochen durch mich. Und denen kann ich sagen, dass sie durch das Fleischessen ihre DNA verändern, ihre Gene verändern. Weil diese negativen Partikel von der tierischen DNA, die sie zu sich nehmen, sammelt sich quasi in ihren Atomen, in ihren Molekülen, in ihrer DNA an. Und die tragen sie dann mit, auch ins nächste Leben. Und viele Menschen verändern sich auch, wenn sie über Jahre, über viele Inkarnationen hin Fleisch gegessen haben, nehmen manche Menschen Formen von Schweinen an. Die haben dann so riesen Knollennasen, sehen aus, so Ohren und sehen aus wie richtige Schweine auf zwei Beinen. Also ich wundere mich oft, wenn ich Menschen sehe, wie die aussehen, dass das wirklich noch Menschen sind, weil, oder manche kriegen dann so einen Stiernacken und so ein Riesenkreuz und fühlen sich noch toll dabei, dass sie aussehen wie ein Stier. Das sind eben niedere Bewusstseine, die da diese negativen Energien in sich anhäufen. Was sie aber nicht bedenken, ist eben, dass sie dadurch in Zukunft Negatives anziehen, weil negative
abgespeicherte Energie zieht wiederum Negatives ins Leben. Also sie tun sich einen Bärendienst, die Menschen, wenn sie Fleisch essen. Sie bringen sich quasi selber das Unglück ins Haus. Du hast es schon angesprochen. Kann man sagen, dass jeder Fleischfresser ein Reptor ist oder auch bösartig und nieder? Oder gibt es einfach auch nur unbewusste Menschen? Und wenn ja, was würdest du diesen Unbewussten sagen? Natürlich sind nicht alle Menschen dunkel und böse und bösartig, die Fleisch essen, ist ja ganz klar. Deswegen mache ich ja so ein Video, weil ich die nicht Bösartigen, die einfach nur unbewusst sind und im Nebel sind und aus Gewohnheit Fleisch essen. Weil die meisten Menschen machen das aus Gewohnheit, die denken sich gar nichts dabei. Die bestellen eine Pizza Salami und denken sich nicht dabei, dass da ein Schwein gestorben ist. Die sind ja deswegen nicht bösartig, die sind einfach nur unbewusst. Und denen muss man das immer wieder sagen, immer wieder auf die Nase binden, dass es ihnen bewusst wird, dass sie eben ihr Verhalten ändern können. Und deswegen muss jeder Veganer und Vegetarier daran arbeiten, dass er seine Botschaft immer wieder in die Welt trägt, um eben diese unbewussten, nicht bösartigen Menschen dazu zu bringen, umzukehren. Die Möglichkeit gibt es ja. Deswegen mache ich ja das Video. Interessantes Thema, Sananda. Du sagst selbst immer, auch die Pflanzen haben ein Bewusstsein. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen dem Essen von Pflanzen und dem Essen von Tieren? Und welches ist, einfach gesagt, die richtige Ernährung für uns Menschen? Ja gut, es gibt verschiedene Pflanzen. Es gibt auch bei den Pflanzen wiederum die besäelten und unbesäelten. Es gibt dort die schädlichen, die positiven und die negativen. Es gibt bei allem immer das Negative und das Positive. In der Materie gibt es immer von allem beides. Und so ist es auch bei den Pflanzen. Da gibt es eben auch die negativen und die positiven. Und alle, unabhängig davon, haben alle das Pflanzen eins gemeinsam. Sie haben quasi auch eine Art Bewusstsein. Jetzt nicht so wie wir beide, klar. Es ist quasi so ein klein bisschen Bewusstsein. Sonst würden sie ja nicht existieren. Weil wir sind ja alles Geist. Alles, was existiert, ist manifestierter Geist. Nichts anderes. Und die Ausdrucksform ist eben der Stand des Bewusstseins. Und die Pflanzen haben eben diesen noch unterentwickelten Stand des Bewusstseins. Bäume haben so ziemlich den höchsten Stand des Bewusstseins. Deswegen werden ja alle Bäume gefällt, um quasi als Angriff gegen Gott, als Angriff gegen das ganze Göttliche, werden die Bäume auf der Welt abrasiert, weil die das höchste Bewusstsein der Pflanzen haben. Und Pflanzen empfinden natürlich auch Leid und Schmerz, aber jetzt nicht in dem Maße wie ein Tier. Das ist ja kein Vergleich. Pflanzen können noch schneller wechseln, also die Inkarnation wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum fällen will, gehe ich hin einen Tag vorher und sage, lieber Baum, du, aus dem und dem Grund müssen wir dich jetzt morgen fällen, such dir einen neuen Platz bitte. Und dann wird das Bewusstsein den Platz verlassen und sich einen neuen Baum suchen, wo er einziehen kann. Und dann ist er vorbereitet auf das. Aber wenn er dann abrupt abgesägt wird, dann erleidet er auch einen Mini-Schock für seine Verhältnisse. Und Pflanzen, da gibt es auch Studien drüber, dass Pflanzen Gefühle haben. Da gibt es Studien drüber, gibt es auch Videos drüber, kann man googeln. Allerdings haben die Pflanzen sich als Nahrung für uns mehr oder weniger bereitgestellt. Das heißt, sie sind damit einverstanden. Wenn man sie rechtzeitig informiert, macht es denen nichts aus. Dann wechseln die einfach den Ort wieder. Das ist also jetzt nicht vergleichbar wie mit den Tieren. Die optimale Nahrung für uns Menschen sind sowieso eigentlich nur Beeren, Früchte und Kräuter und Pilze. Also das ist so eigentlich die ursprüngliche Nahrung von uns Menschen. Hauptsächlich, man kann eigentlich sagen, alles was nachwächst, das können wir essen. Alles was immer wieder nachwächst an einer Pflanze, das was man ernten kann, was nachwächst, das soll man essen. Eigentlich nicht mal die Pflanze selber. Und man muss ja auch nicht unbedingt Gemüse essen, muss man auch nicht unbedingt. Also im Prinzip, je weniger, desto besser. Also ich esse zum Beispiel viel Salate, ich esse ab und zu Gemüse und
ja, so viel esse ich eigentlich gar nicht, gell. Ab und zu sündige ich natürlich auch, gebe ich zu. Ja. Wenn ich dann richtigen brutalen Hunger kriege, kann es mal vorkommen, dass ich mal eine Pizza esse, einmal im Monat oder so. Das kann mal vorkommen. Oder dass ich mal Dinkelnudeln esse, wenn es nicht anders geht. Aber hauptsächlich sollte man eigentlich Beeren, Früchte, Pilze und Kräuter essen. Das ist eigentlich unsere Nahrung. Alles andere wurde ja später künstlich angesiedelt. Genau. Dieses Gemüse wurde ja künstlich nachgeliefert. Ist eigentlich auch nicht die ursprüngliche Nahrung. Gell? Wieder zu den Tieren auseinander. Es werden immer mehr Wildtiere gezielt gejagt und getötet. Viele Wildarten sind schon fast ausgestorben. Wie auch die Wälder immer mehr abgeholzt werden, weltweit. Was hat das auf sich, also diese massenhafte Zerstörung der Natur und der Tiere? Was geht da vor sich? Ja, die herrschende Macht hier auf der Erde, die ist eine dunkle Macht. Die meinen es nicht gut mit der Erde, nicht gut mit den Menschen und nicht gut mit den Tieren. Und denen ihr erklärtes Ziel ist es, die Menschen auszurotten und zu ersetzen mit künstlichen Biomenschen. So eine Art Robotermenschen, die keinerlei Gefühle mehr haben, die komplett steuerbar sind und keinen eigenen Willen mehr haben. Tiere sind ja auch, ob sie mit oder ohne Seele sind, noch natürlich. Das heißt, Tiere haben einen Instinkt. Sie haben keine Berechnung, wobei man da manchmal auch aufpassen muss. Also bei unseren Katzen denke ich manchmal schon, dass die berechnend sind. Vor allem, wenn sie Hunger haben. Ja. Also die können auch gewisse Denkungsvorgänge selber vornehmen, die Tiere, manche Tiere. Also die sind viel intelligenter, wie die Menschen denken, weil es ist ja eine Form unterhalb des Menschen, je nach Tierform eben. Und der Plan der dunklen Mächte ist, sämtliche Wildtiere auszurotten. Komplett alle Bäume zu fällen. Komplett. Das ist der Plan. Die wollen eine baumfreie Landschaft. Dann kommen ihre Strahlen besser durch, ihre 5G-Strahlen und sonstigen Strahlen kommen dann besser durch, weil die sind ja Blockaden, die Bäume. Die müssen also weg. Und die Tiere sind göttlich und die dunklen Herrscher hassen alles Göttliche. Das heißt, sie wollen alle Wildtiere ausrotten, komplett ausrotten. Und die jetzt noch lebenden Wildtiere im Wald, die sogenannten bösen Raubtiere wie Füchse, viel mehr gibt es ja nicht mehr, ein paar angesiedelte Wölfe, die nicht wissen, was sie fressen sollen. Die Bussarde, die überall rumschwirren, die wissen alle nicht mehr, was sie fressen sollen. Und ich und meine Partnerin, wir füttern diese Tiere oft, auch wenn man es nicht darf, aber wir machen es so, dass es keiner sieht. Und wir füttern diese Tiere, wo es eben nur geht, um sie noch am Leben zu erhalten. Das Ziel in der dunklen Herrscher ist eindeutig, alles Göttliche zu zerstören. Sie vernichten uns Menschen und sie vernichten auch die Tiere. Und wer mir das nicht glaubt, der soll einfach rausgehen und gucken, was so passiert und soll mal die Nachrichten genauer anschauen. Dann wird er das bestätigt kriegen. Ja. Und diese Waldbrände im Amazonas, die sind nicht zufällig passiert. Das hat mit der Abholzung zu tun, mit der Vernichtung der Bäume, nichts anderes. Es passiert nichts zufällig, gar nichts. Heikles Thema vielleicht. Was sagst du auseinander zu den Landwirten, zu den Bauern, die von der Schlachtung und dem Abmelken der Kühe leben und vom Tod der Schweine und der Hühner? Wie ist deine Meinung zu deren Rolle? Ja, sie sind auch wieder nur Erfüllungsgehilfen. Sie sind auch nur Opfer der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft will ja die verdammte Milch und sie wollen ja das tote Fleisch. Und sie bedienen quasi einen Markt. Natürlich kann ich jetzt sagen, dass der Landwirt ein Mörder ist, der Tiere tötet, ein Egoist, dem es nur um Rendite geht, um Geld, damit er das nächste Haus hinterm Misthaufen bauen kann, was ja auch oft so ist. Die kleinen Landwirte sterben alle aus, die werden platt gemacht und die Landwirte, die Höfe werden immer größer, das sind mittelständische Großunternehmen mittlerweile,
Da kostet ein Traktor 300.000 Euro. Also das ist quasi ein richtiger Großbetrieb. Industrie. Ein Landwirt ist quasi kein Bauer mehr, sondern ein Großindustrieller mittlerweile. Früher, ja, so wie die Zuhälter mit dem Lamborghini für 300.000 Euro rumfährt, so fährt eben der Landwirt mit dem Traktor für 300.000 Euro rum und macht alles platt. Es ist natürlich leicht zu sagen, der Landwirt ist böse, der Landwirt ist schuldig, verbockt das alles. Wenn der eine Landwirt aufhört, kommt der nächste oder er wird aufgekauft und es wird ein riesengroßer Maschbetrieb gegründet. Da geht ja auch die Tendenz hin, dass Kühe vollautomatisch abgemolken werden, dass gar kein Mensch mehr im Stall ist. Die sind quasi komplett mit Handy gesteuert. Hunderte Kühe in Ställen werden dann quasi punktgenau von Robotern gemolken. Und es gibt ja auch Videos, wo man den Kühen den Bauch seitlich aufschneidet bei lebendigem Leibe, um sie zwangszufüttern, dass sie quasi ständig gefüttert werden. Gibt es Bilder, kannst du mal googeln. Und das ist natürlich barbarisch, was da läuft. Und Kühe werden ja auch künstlich schwanger gehalten, weil eine Kuh gibt ja nur Milch, wenn sie schwanger ist. Da aber die Kühe ja ständig Milch geben müssen, werden sie ständig künstlich schwanger gehalten. Deswegen werden die auch nur 2-3 Jahre alt und nicht mehr 20 Jahre alt. Also diese Landwirte sind für mich Folterknechte und Mörder und Handlanger des Bösen. Aber sie sind nicht schuldig. Weil sie bedienen nur den Markt, den die Menschen draußen wollen. Und würden die Menschen nicht mehr Fleisch essen wollen und keine Milch mehr trinken wollen, könnten die Landwirte noch so mit ihren bulligen Traktoren wie neulich auf die Straße gehen und demonstrieren und wüten, dass sie eben noch mehr Geld wollen und noch mehr Subventionen und dass die und die Gesetze nicht gut sind für ihren Umsatz. Es würde alles nichts bringen. Die Landwirte müssen umdenken. Wenn jetzt einer meint, ich kann nur schimpfen auf die Landwirte, das stimmt nicht. Ich nehme sie auch in Schutz, weil sie sind Teil des Systems und auch Opfer. Aber sie müssen umdenken, sie müssen Gemüse anbauen, Obst anbauen. Sie sollen Biobauer werden und sie sollen ihr Gemüse nicht mehr spritzen und keine Tiere mehr töten, weil sie damit auch die Menschen töten. Durch ihr Gift töten sie die Menschen und sie leben vom Tod der Tiere und das wird ihnen kein Glück bringen. Sie werden das Karma auf sich laden und sie werden immer wieder geboren werden und werden immer noch mehr in diese Kreisfalle reintappen. Sie werden immer noch tiefer sinken und irgendwann vielleicht sogar noch als Schweineknecht irgendwo enden im nächsten Leben oder noch schlimmer. Ich will jetzt da nicht zu weit gehen heute. Sie müssen umdenken. Ich habe einen Klienten von mir, den Toni, aus dem Raum Zürich, der war auch früher Landwirt und hat Tiere getötet und Kälber getötet und der ist jetzt zum Gegenteil mutiert. Jetzt dürfen die Tiere bei ihm leben und sterben, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Er lebt natürlich von Spenden und er ist ein klassisches Beispiel, dass man sich ändern kann, wenn man die Einstellung ändert und dass man eben dann vom Saulus zum Paulus werden kann und das wieder gut machen kann, was man verbockt hat. Er hat zum Glück diese Chance jetzt noch gekriegt, es wieder gut zu machen. Und indem er ein Vorbild sein will und ist, für alle anderen Landwirte auch so zu werden, nämlich weg vom Tod hin zum Leben. Und deswegen appelliere ich an alle Landwirte, dass sie aufhören, Kühe zu melken und Kühe zu töten und Schäfer zu töten und nicht Schäfer. Die Schafe. Schafe zu töten. Und Hühner und was es sonst noch alles gibt, hört auf damit, diese Tiere zu töten. Verdient euer Geld, ohne dass Tiere sterben müssen. Und das könnten sie machen. Sie sind allerdings natürlich unter Druck von der Pharmaindustrie. Das sehe ich auch ein, weil die letztendlich steckt ja wiederum hinter den Düngern und hinter dem Profit, die stecken alle da. Die Pharma hat überall die Finger drin. Und die Landwirte werden natürlich auch unter Druck gesetzt, ganz klar. Aber einen Tod müssen sie sterben. Entweder sie verkaufen ihre Seele und dienen den Pharmaknechten oder sie dienen Gott und hören auf. Und dann müssen sie halt auch auf Geld verzichten. Geld oder Seele. Ja. Auf den Punkt gebracht, ja. Ja.
Kleiner Themenwechsel. Sananda, welche Rolle spielen die Religionen in unserer Gesellschaft und gerade in Bezug auf dieses heutige Thema, in Bezug auf das Töten von Tieren? Ja, die spielen die größte Rolle überhaupt, weil der Katholik wird ja schon so geboren mit dem Opferlamm. Der Katholik wird erzogen, dass Fleisch gut ist, die ganzen Katholiken. Wenn die ihre Treffen machen, die jugendkatholischen, jetzt habe ich gerade eine Sprachblockade. Ein Schluck Wasser vielleicht. Ja. Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen mit Jungkatholiken in Köln letztes Jahr, die so bigottisch dahergeredet haben. Und dann sind sie an den Tisch gesessen und haben einen Schnitzel gegessen. Da musste ich dann lachen, weil das ist nicht göttlich, was die da machen. Also die Katholiken sind nicht besser wie die Moslems oder die Juden. Jeder hat nur eine andere Tradition, aber alle Religionen, bis auf den Buddhismus, alle Religionen, wobei der Buddhismus keine Religion ist, sondern eine Weltanschauung, aber alle Religionen vertreten quasi auf die eine oder andere Art die These, dass Tiere da sind, um gefressen zu werden. Und ganz schlimm ist es eben bei der koscheren Nahrung und bei der Halal-Nahrung, also von den Juden und von den Moslems, weil die töten ja die Tiere durch einen Schnitt im Hals, weil die sind ja der Meinung, dass die Seele im Blut ist. Und deswegen wollen sie der Seele die Chance geben, den Körper verlassen zu können und lassen den Körper ausbluten, damit die Seele gehen könne. Und erst dann wird das Tier getötet oder stirbt dann quasi qualvoll, wird dann irgendwann mal nach Minuten ohnmächtig und stirbt. Das ist natürlich Blödsinn. Die Seele sitzt erstens mal nicht im Blut. Das ist meine Meinung. Können die ganzen Milliarden Moslems auch anders denken. Das ist mir wurscht. Die Seele sitzt definitiv nicht im Blut. Und das ist nur ein Grund, den diese negativen Führer, die das irgendwann mal festgelegt haben, so wie irgendeine Verwaltung eine Hausordnung festlegt, die muss ja auch deswegen nicht gesetzeskonform sein. Die haben es halt festgelegt. Und diese Führer von diesen Juden und Moslems haben das irgendwann festgelegt, dass es so sein muss. Also die Tiere müssen so getötet werden und dann ist es koscher und dann ist das Fleisch, dann ist das super für uns. Wenn die schön verblutet sind und gezappelt haben, die Tiere, und den letzten Tropfen raus ist, dann ist das Fleisch so toll und dann tun wir Gott einen super Dienst. Liebe Juden, das macht ihr toll. Liebe Moslems, ihr seid wirklich toll, seid ihr. Also ihr rettet die Seelen dieser Milliarden von Tieren durch euren barbarischen Akt, rettet ihr das. Das ist totaler Blödsinn, was ihr macht. Und die Menschen müssen lernen, aufzuhören, irgendwie immer nach Ausreden zu suchen, warum sie Tiere töten und warum sie so und so töten. Das ist alles Humbug und alles totaler Quatsch, nichts anderes. Und diese Religionen sind alle verantwortlich für das Elend da draußen, sind alle verantwortlich. Alle Religionen sind nieder, alle. Alle Religionen sind von Reptus erfunden worden, um die Menschen zu teilen, um sie gegeneinander aufzuhetzen, um Kriege führen zu können. Deswegen wurden die Religionen eingeführt. Und die Tiere sind ein ganz wichtiger und großer Teil dieser Religionen. Das Leid der Tiere ist ein ganz wichtiger Punkt für diese Religionen. Den Führer, den Dracos und Reptus und Archonten hinter der Matrix, denen geht es nur um das Leid, das sie verursachen, um nichts anderes. Und die Menschen müssen endlich mal aufwachen und ihr Hirn einschalten und sich klar werden, dass sie nur angelogen werden, dass es totale Humbug und Bullshit ist, was sie da machen. Da müssen die Menschen irgendwann mal endlich aufwachen. Ja, deutliche Worte, ja. Aber gut, ja. Sananda, was rätst du unseren Zuschauern für die Zukunft und was kann jeder Einzelne von uns tun, um den Tieren zu helfen? Wenn sie den Tieren helfen, helfen sie auch sich selber, weil das Schicksal der Tiere und der Menschheit ist verknüpft miteinander. Die Menschen müssen zum Veganer werden und sie müssen dafür sorgen, dass jeden, den sie sehen, der nicht schnell genug auf den Baum rennt, dass sie dem das erzählen. Egal, ob der das hören will oder nicht. Die Menschen müssen vom Denken ins Handeln kommen. Weil nur vom Beten und vom Positivdenken ändert sich nichts.
Und viele denken das eher, aber das Denken ist der Anfang, aber das Handeln verändert was, nur das Handeln. Das heißt, die Menschen müssen anfangen zu handeln. Sie müssen ihre Gewohnheiten ändern. Und sie müssen anfangen, nicht mehr zu kuschen, nicht mehr sich unterzuordnen und den anderen zu zeigen, ich mache das nicht aus dem und dem Grund, zu seiner Meinung zu stehen. Und nicht den lieben Friedenswillens und der Harmonie dann klein beigeben und immer weiter zugucken. Weil deswegen ist die Welt heute so, wie sie ist, weil alle immer nur zugeguckt haben und den Kopf weggedreht haben, weil sie alles Feiglinge sind. Deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Ja. Sananda, du sagst, dass das Schicksal von uns Menschen verknüpft ist mit dem Schicksal der Tiere. Kannst du vielleicht nochmal, gegen Ende des Interviews zusammenfassen, nochmal, wie du das meinst und warum Gott das alles zulässt? Und man muss sich natürlich schon fragen, warum lässt er dann das alles zu? Und warum tut er nichts dagegen? Und du hast einmal gesagt, alles hat seine göttliche Ordnung. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, ist dieser jetzige Zustand, ist das in sogenannter göttlicher Ordnung? Ja, oder hat der Mensch die Aufgabe daran, etwas zu ändern? Genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist nicht Gottes Wille, das ist, was hier passiert. Es wird nur zugelassen von Gott, weil es Menschenwille ist. Weil Gott will ja, dass wir einen freien Willen haben. Und würde Gott jetzt rigoros bei jedem kleinsten bösartigen Angriff, Vorkommnis einschreiten, dann wären wir ja nur Marionetten, hätten ja nichts zu sagen, dann hätten wir ja keinen freien Willen. Dann würde ja Gott quasi wie ein Diktator herrschen. Und genau das will ja Gott nicht. Gott will ja, dass du deinen freien Willen lebst. Gott will, dass die Menschheit ihren Willen lebt. Und wenn die Masse der Menschheit etwas so gut befindet, dann ist es die Entscheidung der Menschheit und nicht die Entscheidung von Gott. Es ist also nicht Gottes Wille, der geschieht, sondern es wird zugelassen von Gott. Die Menschen bestimmen durch ihr Handeln, was passiert. Und Gott will im Prinzip nichts anderes, und deswegen gibt er uns ja auch diese Erfahrungen. Er will nichts anderes, wie dass die Menschen aufwachen und das erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass das, was läuft, eben nicht göttlich ist. Das sollen sie ja gerade erkennen. Und das können sie ja nur dann erkennen, wenn es passiert. Weil wenn ich habe als Beispiel, eine Mutter nimmt ja immer gern ihre Kinder in Schutz. Ich habe früher immer zu Annette gesagt, lass doch mal die Isabel den Kopf anrennen, als Beispiel. Lass sie doch mal die Erfahrung machen, weil wenn du ihr immer die Hand drüber legst und immer im Vorfeld schon alles regelst, dann kann sie ja die Erfahrung gar nie machen. Ja. Das ist jetzt ein simples Beispiel, aber das wissen bestimmt viele Eltern, können das nachvollziehen. Man muss manchmal den Menschen die Erfahrung einfach sie machen lassen, weil sie sonst die notwendigen Erkenntnisse nicht gewinnen und somit keinen Entwicklungsweg beschreiten können. Sie bleiben dann quasi in der Entwicklung stehen. Und alles, was jetzt auf der Welt passiert, dient im Prinzip, so leid mir das tut, der Entwicklung der Menschen und ist somit auch göttlich. Und die Menschen alleine haben es in der Hand, alles zu ändern, indem sie ins Handeln kommen und ihre Absichten nach außen äußern und zeigen und nicht mehr sich wegducken, der Gesamtheit unterordnen, sondern sie müssen ihren Willen zeigen und sich widersetzen. Und das wird natürlich momentan massiv gegengesteuert von den dunklen Herrschern, gerade mit dieser Klimabewegung und dergleichen. Das ist ja quasi im Prinzip nach außen hin sieht es aus, wie wenn sich da jetzt wirklich was tut, aber im Prinzip ist es von den Dunklen gesteuert und erreicht genau das Gegenteil. Und die Menschen lehnen sich zurück und denken, wenn ich an einer Klimademo teilnehme, dann tue ich was für die Welt. Das ist totaler Blödsinn. Man ist natürlich auch ein Stück weit hilflos ausgeliefert. Ich kann es jetzt nur von meiner Warte aus sagen, weil die anderen sind leider mehr. Und wenn sich jetzt ein paar Tausend aufbegehren gegen ein paar Milliarden, haben wir schlechte Karten. Oder selbst wenn wir ein paar hunderttausend sind gegen ein paar Milliarden, haben wir schlechte Karten. Also es dient auch der Erfahrung, nämlich ertragen zu müssen, dass man hilflos ist, dass man ausgeliefert ist, dass man quasi
ohnmächtig ist. Die Erfahrung machen jetzt die göttlichen, beseelten Menschen, dass sie ohnmächtig sind. Und das führt natürlich zwangsläufig hoffentlich dazu, dass sie wieder Gottvertrauen bekommen und sich quasi in Gottes Hände begeben. Okay. Ja, wir könnten noch stundenlang, denke ich, über dieses wirklich brennende und wichtige Thema reden, müssen langsam zum Ende kommen. Ich hoffe sehr, dass die Menschen, unsere Zuschauer natürlich vor allem, die Botschaft verstanden haben und auch deine Anliegen. Möchtest du vielleicht die Gelegenheit nutzen und unseren Zuschauern am Ende der Sendung, des Interviews, noch etwas direkt und persönlich in die Kamera sagen oder vielleicht ans Herz legen? Vielleicht etwas schöner gesagt. Ja, liebe Menschen, ich appelliere an euch, hört auf, Fleisch zu essen, wenn ihr noch Fleisch esst. Hört auf, tierische Produkte zu konsumieren, wenn ihr das noch tut. Ihr müsst umkehren, wir müssen ein neues Bewusstsein erschaffen. Und dazu müssen die Menschen aufhören, endlich Tiere zu töten. Hört auf, liebe Jäger, hört auf, Tiere zu jagen. Liebe Landwirte, hört auf, Tiere zu töten und vom Reichtum der Tiere zu leben, beziehungsweise einen Reichtum euch anzueignen, der den Tieren gehört. Ich appelliere an die Menschen, aufzuhören und umzukehren. Die Menschen müssen wieder zurückfinden zu Gott und Gott will nicht, dass wir andere Geschöpfe töten. Das will Gott definitiv nicht. Hört auf, liebe Menschen, kehrt um. Jetzt könnt ihr noch umkehren. Danke, Sananda. Schöne Worte und wichtige Worte. Das ist einmal sicher angekommen. Ja, also ich danke dir, Sananda, für deine Zeit und für das Interview und darf mich mit einem Handshake bei dir bedanken und dich verabschieden. Danke auch. Und liebe Zuschauer, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal mit Sananda. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.